Herr Raun, für was steht der Begriff Manufacturing X? Manufacturing X ist eine neue Idee. Wir wollen ein föderatives Datenökosystem für das Miteinander der Industrie in den Industrie 4.0 Welten und der Zukunft einer intelligent vernetzten und nachhaltigen Produktion aufbauen. Uns ist es dabei wichtig, dass wir Souveränität für den Mittelstand erhalten, weil es bei einer zunehmend datenbasierten Wirtschaft darum geht, sein Domainwissen nicht zu verlieren, die Marktdominanz als Unternehmen zu erhalten auf mikroökonomischer Ebene, gleichwohl eben auch auf makroökonomischer für die Volkswirtschaft, weil es eben nicht notwendig ist, wenn man Daten teilen möchte, sie in zentrale Plattformen einzuspielen, sondern man kann Daten teilen, ohne sie zu verlieren in einem föderativen Datenbankökosystem. Und das ist die Basis dieser großen Idee. Warum ist Manufacturing X für den Maschinenbau so wichtig? Maschinenbauer, typischerweise im Mittelstand, wie auch viele andere Industrieunternehmen in unserem Lande, haben eben ein großes Interesse daran, dass ihre Kundenschnittstelle, ihr Wissen um Produkte und Prozesse nicht verloren geht, wenn sie Daten austauschen. Es ist aber gleichwohl eben sehr wichtig, dass man Daten teilt, um daraus mehr zu machen, Mehrwerte im Miteinander, Synergien hebt, und die Problemzone liegt eben darin, dass man dies in einem souveränen Datenraum tun kann, der sicher ist, der vertrauenswürdig ist, der es erlaubt, eben Dinge weiterzugeben, die vorher selektiert sind, und das kann in einem föderativen Datenökosystem gut gelingen. Und wir benötigen auch diesen neuen Datenraum, diesen Handlungsraum, weil auch Politik dabei ist, Datenökonomie anzuschieben, Stichwort European Data Act, und deswegen bis Ende 2023 auch die Notwendigkeit zur Etablierung eines solchen Lösungsraums gegeben ist. Wie bringt sich der VDMA zum Thema Manufacturing X ein? Wir haben erkannt, dass die Unternehmen im Prinzip auf so eine Art Schwarmbewegung angewiesen sind. Das spricht für eine breit getragene Lösung, also auch für eine Verbandslösung. Wir sind zudem ja in der Plattform Industrie 4.0 engagiert, wo die Idee des Datenraums natürlich auch diskutiert wird, auch vor dem Hintergrund politischer Initiativen in Deutschland wie in Europa, Stichwort European Data Act, der erfordern wird, dass Unternehmen Daten zugänglich machen. Die Frage, wo und in welcher Weise. Aber es naht eben sehr bald der Zeitpunkt, dass dies geschieht, Ende 2023. Und wenn es bis dahin nicht gelingt, einen souveränen, föderativen Datenraum aufzubauen, dann werden vor allem zentrale Plattformangebote diese Lücke füllen. Und das ist nicht im Interesse des Mittelstandes. Dieser ist daran interessiert, eine für sich souveräne Lösung zu finden. Und auf der anderen Seite werden wir mit einem funktionierenden Datenraum einen erheblichen Fortschritt in Sachen Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz realisieren können. Wir reden über die klimaneutrale Produktion. Dazu müssen wir die Wertschöpfungspartner besser vernetzen. Wir reden über Resilienz in den Lieferketten. Wir reden über die Realisierung der Kreislaufwirtschaft. Das kann auf Basis von Manufacturing X Zukunft gewinnen. Viel Erfolg und vielen Dank. Gerne.